In diesem Video geht es um die Berechnung von Variablen. Immer wenn wir einen automatischen Expert Advisor nutzen, dann muss offensichtlich etwas berechnet werden. Hier wird zum Beispiel gerade der Profit pro Währungspaar oder die Anzahl der maximalen Positionen für ein Währungspaar berechnet. Und wir möchten uns in diesem Video einmal anschauen, wie man sowas macht. Dazu klicken wir im MetaTrader auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken die F4-Taste. Klicken auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simple Berechnungen, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Und jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Denn für unsere einfachen Beispiele reicht uns das so aus. Erstellen wir uns zunächst 2 Variablen. Int a ist 5. Int b soll den Wert 3 haben und mit dem Command-Befehl geben wir das Resultat aus, rücken wir das noch etwas ein und hinter diesem Text kommt unser Ergebnis. In diesem Fall möchten wir a und b addieren. Das war's auch schon. Wenn Sie soweit sind, klicken wir hier oben auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Und sofern das ohne Fehler hier funktioniert hat, klicken wir auf den kleinen Button hier oben rechts oder drücken F4, um in den MetaTrader zurückzukehren. Im MetaTrader rufen wir uns den Strategietester auf, indem wir auf Ansicht Strategietester klicken oder die Tastenkombination STRG und R drücken. Hier wählen wir jetzt unser neues Programm Simple Berechnungen.ex5 aus, markieren hier unten die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Jetzt bekommen wir hier die Ausgabe, das Resultat ist 8, denn 5 plus 3 ist 8. Probieren wir es mal mit der Subtraktion a minus b, kompilieren hier erneut, starten einen weiteren Test. Dann bekommen wir hier die Meldung, das Resultat ist 2, denn 5 minus 3 entspricht 2. Wir können auch multiplizieren. A mal b wäre 5 mal 3. Und jetzt kommt die Ausgabe, das Resultat ist 15. Soweit alles kein Problem. Fehlt die 4. Grundrechenart. Wir teilen a durch b, kompilieren erneut. Und was glauben Sie ist das Ergebnis? Der MetaTrader sagt, das Resultat ist 1. 5 durch 3 ist in diesem Fall 1, weil wir mit ganzen Zahlen gerechnet haben. Und das liegt hier an diesem Datentyp. Ändern wir das Ganze mal auf Fließkommazahlen und verwenden den Datentyp Double. Dann bekommen wir diesmal das Ergebnis, das Resultat ist 1,666666667 und das passt schon eher. Was glauben Sie ist das Resultat von a plus a mal b? A ist 5, a plus a wäre 10, b ist 3, 10 mal 3 wäre 30. Bei uns kommt aber, das Resultat ist 20 und der Grund dafür ist, dass auch im MetaTrader die Punktrechnung bevorzugt behandelt wird. Erst danach wird Strichrechnung, also die Addition, ausgeführt. Und wenn wir das verändern möchten, dann setzen wir einfach runde Klammern ein. Denn wie in der Mathematik gehen auch hier runde Klammern vor. Erst werden die Klammern berechnet und danach die Multiplikation. Und jetzt bekommen wir auch, das Resultat ist 30. Das waren jetzt ein paar grundlegende Berechnungen. Wenn man sich die Referenz oder die Hilfe von MQL5 einmal anschaut, dann findet man hier noch jede Menge weitere mathematische Funktionen, die diverse Aufgaben vornehmen. Ich würde immer solche kleinen Programme hier verwenden, um herauszufinden, wie eine solche mathematische Funktion funktioniert. Denn in Zukunft werden Sie deutlich kompliziertere Berechnungen verwenden wollen und dann ist es gut, wenn man weiß, wie die grundlegenden Dinge ticken. Und in diesem kurzen Video haben Sie gelernt, wie Sie einfache Rechenoperationen durchführen und das Ergebnis auf dem Chart ausgeben können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.